Je älter man wird, desto mehr vergisst man die Details seiner Jugend. Junge Leute können es womöglich nicht verstehen. Doch ältere Leute können bestätigen, dass über die Zeit Erinnerungen verblassen. Wenn dies passiert, können diese Menschen den Anschluss an die Gesellschaft verlieren und vereinsamen. Genauso ging es dem Mann in der heutigen Geschichte, bis ein Ereignis eintrat, das ihn veranlasste, die Welt um ihn herum aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Diese Geschichte ereignete sich in einer Kleinstadt. Dort lebte ein älterer Mann alleine in seinem Apartment. Ein Jahr zuvor war seine Ehefrau verstorben. Die beiden lebten viele Jahre zusammen, hatten wundervolle Kinder aufgezogen und waren gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Der Verlust war ein harter Schlag für den Mann und bis heute konnte er den Tod seiner Frau nicht verkraften. Natürlich hatten ihn seine erwachsenen Kinder unterstützt und besuchten ihn oft in seiner kleinen Wohnung. Doch über die Zeit wurde er so von der Trauer geplagt, dass er aufhörte, mit ihnen zu kommunizieren und hat sich endgültig zurückgezogen. Die einzige Ausnahme war seine jüngste Tochter, die ihn trotz aller Beteuerungen des Vaters besuchte und mit ihm sprach. Mit ihr teilte er zunehmend seine innersten Gefühle und sprach darüber, wie einsam und traurig er war und wie sehr ihm seine Frau fehlte. Egal, wie sich seine Tochter bemühte, ihn aufzumuntern, sie schaffte es nicht, ihren Vater aus dem emotionalen Loch herauszuholen. Der Mann verbrachte immer mehr Zeit zu Hause und verließ kaum noch die Wohnung. Die meiste Zeit verbrachte er auf dem Balkon, von wo aus er Menschen beobachtete und zumindest etwas Unterhaltung suchte. Außerdem liebte er es, Vögel zu beobachten. Diese saßen oft auf dem Geländer seines Balkons und er analysierte ihr Verhalten. Bald fing er an, sie mit Brotkrümeln zu füttern. Anfangs nahmen vor allem Tauben das Festmahl dankend an. Später flogen auch Spatzen herbei. Sie fraßen zügig die Krümel auf und machten sich danach wieder so schnell davon, wie sie gekommen waren. Doch eines Tages bemerkte der Mann unter all den Vögeln einen großen schwarzen Vogel, der immer in einiger Entfernung saß und zusah, wie die anderen Vögel aus den Händen des Mannes fraßen. Es war ein Rabe. Der Mann versuchte mehrmals, ihn anzulocken, aber der Rabe flog immer in eine sichere Entfernung, wenn der Mann seine Hand mit dem Brot ausstreckte. Als der ältere Mann eines Tages zu Hause in der Küche saß, hörte er ein Klopfen an der Scheibe. Er ging zum Fenster, schob den Vorhang zur Seite und war überrascht, auf der anderen Seite des Fensters den besagten Raben zu sehen. Er öffnete vorsichtig das Fenster und legte etwas Brot auf das Fensterbrett. Der Rabe nahm das Futter dankend an und flog davon. Am nächsten Tag passierte das Gleiche erneut. Doch dieses Mal flog der Rabe nicht unmittelbar davon. Stattdessen blieb er eine Weile und sah dem älteren Mann tief in die Augen. Schon bald hatte der Rabe keine Angst mehr vor ihm, sondern flog jedes Mal herein, wenn er auf den Balkon kam. Der Rabe saß stundenlang neben ihm, als wolle er etwas gegen seine Einsamkeit tun. Mit der Zeit gewöhnten sich die beiden aneinander und verbrachten den ganzen Tag zusammen auf dem Balkon. Der ältere Mann erzählte ihm seine Lebensgeschichte und der Vogel schien mit großem Interesse zuzuhören. Einmal fing sich der Mann eine schlimme Erkältung ein und erkrankte an Fieber und Husten. Er war so schwach, dass er nicht mehr auf dem Balkon zu dem Raben gehen konnte. Daraufhin kam seine jüngste Tochter, um sich um ihren kranken Vater zu kümmern. Sie gab ihm Medikamente und kochte für ihn. Dank ihrer Hilfe erholte er sich schnell. Das Erste, was er tat, als er das Bett verlassen konnte, war, seine Jacke anzuziehen und auf den Balkon zu gehen. Er packte Brotkrümel für den Raben in eine Schüssel, stellte sie auf das Geländer des Balkons und wartete auf seinen Freund. Doch der Rabe kam nicht. Der ältere Mann war noch immer geschwächt, sodass ihn seine Tochter überredete, eine Weile bei ihrem Haus zu wohnen, damit sie sich um ihn kümmern konnte. Nach anfänglichen Widerreden stimmte er schließlich zu. Er lebte eine Woche lang bei seiner Tochter, aber war sehr gelangweilt und genauso einsam. Er vermisste seinen gefiederten Freund und machte sich Sorgen, dass er ihn nie wieder sehen würde. In diesem Moment hörte er ein vertrautes Klopfen an der Scheibe. Der Mann lief so schnell er nur konnte zu dem Fenster. Wie überrascht er war, als er seinen Raben vor dem Fenster sah. Wie konnte er ihn mehrere Kilometer von zu Hause entfernt finden? Etwas glitzerte an dem Schnabel des Tieres. Der Mann zog seine Jacke an und lief nach draußen, um nachzusehen, was der Vogel dabei hatte. Als er näher kam, war er einfach nur erstaunt. Es war ein Ohrring. Doch nicht einfach irgendein Ohrring. Es war der Ohrring seiner verstorbenen Frau. Es gab keinen Zweifel daran, dass es ihr Schmuckstück sein musste.
Er hat sie vor vielen Jahren seiner Ehefrau geschenkt, doch kurz darauf verlor sie einen davon. Sie suchten ihn für eine lange Zeit, doch haben ihn nicht wiedergefunden. Anscheinend fand der Rabe eben diesen Ohrring und nahm ihn mit in sein Nest, wo er all die Jahre lag. Und nun, da er spürte, dass der Mann eine Unterstützung brauchte, brachte er ihm das Wertvollste, das er hatte, und gab es seinem Freund zurück. Der Mann nahm den Ring mit zittrigen Händen und realisierte in diesem besonderen Moment, dass er sein Leben nicht frühzeitig aufgeben durfte. Er beschloss, sich von nun an nicht mehr abzuschotten und zu beginnen, mehr Zeit mit seinen Kindern und Enkeln zu verbringen. Den Raben hatte er für immer in sein Herz geschlossen. Hast du auch schon einmal Erfahrung mit Einsamkeit gemacht? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren. Gib dem Video außerdem gerne einen Daumen nach oben und abonniere kostenlos den Kanal, um keine weiteren Tiergeschichten mehr zu verpassen.